das Meer, die Straße ist schön flach und ich habe Rückenwind. Guten Morgen. So, die zweite Etappe meiner Zeit in Griechenland startet. Ich mache jetzt auch wieder mein eigenes Ding und habe die letzten Tage bei der Veronika verbracht, die ja die Christa kennengelernt hatte. Das tat auch ganz gut, war auch mal notwendig wieder, mal ein paar Tage Ruhe zu haben, ein bisschen zu entspannen, mal ins Meer zu hüpfen, wenn es ging. Also Veronika, an dieser Stelle, wenn du das siehst, vielen lieben Dank. Es war wirklich ein angenehmer Aufenthalt. So, das Wetter ist gut, nur ein bisschen frisch, wie man vielleicht an der Mütze sehen kann. Ich werde jetzt zum Akro-Korinth fahren. Das richtige Korinth ist da hinter mir und da ist nochmal das antike Korinth. Da fahre ich jetzt aber dran vorbei oder wahrscheinlich dran vorbei. Und Akro-Korinth ist die Festungsanlage hier. Das ist auch der Tempel der Aphrodite. Und das ist jetzt auch mein Plan. Ich werde auf der östlichen Peloponnes jetzt noch ein bisschen rumfahren und mir die Tempel mal so ein bisschen angucken, die es hier so gibt. Und dann werde ich Richtung Athen fahren, beziehungsweise ein Stück an Athen vorbei nach Chalkida. Das ist nämlich mein Workaway-Host. Das klappt. Richtig gut, da freue ich mich drauf. So, jetzt geht's aber erstmal weiter. So, also ich muss sagen, ich bin von der Anlage echt beeindruckt. Also nicht nur, dass sie sehr groß ist und auch noch sehr gut erhalten. Hier findet man noch unterschiedliche Baustile. Also die Osmanen waren hier, die Byzantiner waren hier, die Venezier teilweise. Und der Tempel hier in Akro-Korinth ist der Göttin Aphrodite gewidmet. Und das ist ja die Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit. Und das sollen wohl damals bis zu 1000 Tempelprostituierte hier gewesen sein. Also ich glaube, da war hier gut was los im alten Griechenland. Ja, leider hat Griechenland auch ein großes Problem mit Straßenhunden. Jetzt habe ich diesen kleinen jungen Racker hier gesehen. Und der war richtig scheu. Also bei jeder kleinen Zuckung ist er sofort wieder abgehauen. Der wohnt da unter diesem kleinen Plastikverschlag. Und ich konnte ihn erst so ein bisschen zutraulich machen, als ich Stück für Stück, ganz langsam und vorsichtig, ihm immer mal ein Stückchen Würstchen hingeworfen habe. Naja, meine Würstchen sind jetzt alle. Aber anders funktioniert das nicht, ne? Die haben so viel Angst vor Menschen teilweise. Und es hat nur funktioniert, weil ich mich einfach mal ganz ruhig hingesetzt habe, ihm immer mal ein Stück Wurst gegeben habe, dass er merkt, dass ich ihm nichts Böses will. Ja. Ich glaube, ich nenne ihn Charlie, wie den ersten Hund, den wir damals hatten. So, Charlie und ich sind jetzt auf Tour. Aber da sieht man mal schon, wie durstig der ist. Also wer weiß, wann der arme Kleine das letzte Mal was zu essen und vor allem auch was Vernünftiges zu trinken hatte. Ja, mal gucken, wie lange er bei mir bleibt. Auf jeden Fall
muss ich mir jetzt mal Gedanken machen, wie ich den Kleinen so auf der Tour versorge. Heute ist Sonntag, die Geschäfte haben weitestgehend zu. Ja, mal gucken. Kriegen wir schon hin, wir zwei, ne? Und lieb ist er. Guten Morgen. Das war gestern noch ein aufregender Tag. Morgens mussten wir erstmal gucken, dass wir aus dem Dorf wieder rauskommen, weil mein kleiner Charlie hier, sobald die anderen Straßenhunde etwas größer sind, ist er nämlich ein kleiner Schisser. So, und dann war da auch ein Straßenhund dabei, der war ein bisschen aggressiver. Da habe ich mir dann doch mal einen großen Stock gesucht und habe ihm klar gemacht, also angedroht halt, dass es keine gute Idee ist, wenn er meinen Hund anrührt. Naja, und dann sind wir nach Mykene gefahren. Die 10 Kilometer, mehr wollte ich dem Hund auch nicht zumuten. Es war so schon anstrengend genug, also vor allem auch für ihn mit dem ganzen Verkehr. Der zwar nicht so schlimm war, aber wenn ein LKW von hinten kommt, ist es trotzdem doof. Und dann war da in Mykene ein Restaurant und ich wollte da eigentlich nur eine Kleinigkeit schnell essen zum Mittag. Und das sah ein bisschen nobler aus und dann komme ich da als verschrobener Radfahrer mit so einem Hund dann an. Und die hatten 2 Wasserbecken, kleine flache, vorm Eingang. Und ich höre dann auf einmal nur Platsch, steht da unter diesem Becken drin. Naja, die eine Bedienung war irgendwie ein bisschen ängstlich, als sie sagte, das ist ein Straßenhund. Die andere total entspannt, hatte sogar noch eine Dose Hundefutter übrig. Naja. Dann haben wir einen Platz hier bei der kleinen Kirche gefunden, haben dann unter dem Dach geschlafen. Wunderbare Aussicht gehabt, Himmel war sternenklar, sehr schön. Naja, aber ich habe mir wieder einen Platten eingefangen, aber diesmal das Vorderrad, mal zur Abwechslung. Also was das angeht, ist Griechenland echt verflucht. Aber gut, ist so. So, werden wir mal gucken, dass wir Richtung Nafplio kommen. Da soll es auch ein Hundegeschäft geben. Und dann muss ich mir mal überlegen, was ich mit dem Kleinen anstelle. So, das ist das antike Mykenes im Hintergrund. Vielleicht sieht man das noch. Ich habe beschlossen, dass ich heute mal einen kleinen Spaziergang mache, weil das war alles nicht so schön gestern. Der kleine Charlie, der ist jetzt hier in der Auffangstation. Eine Sache, die mir nicht sonderlich schmeckt, weil Auffangstationen hier in Griechenland sind immer ein bisschen was anderes als die Tierheime bei uns zu Hause. Aber manchmal muss man nur mal Entscheidungen treffen, die einem nicht gefallen, aber die notwendig sind. Weil kurzfristig geht es leider nicht anders. So, es geht weiter. Ich durfte die letzten Tage auch mit dem kleinen Charlie zusammen auf einem geschlossenen Campingplatz verbringen. Die waren ganz lieb, hatten viel Verständnis für die Situation. Also wirklich ganz liebe Menschen. So, jetzt werde ich meinen kleinen Hund mal besuchen in der Auffangstation. Ich hoffe, ich finde die. Ich weiß jetzt schon, dass mir das nicht gefallen wird. Aber ich will mir das wenigstens mal angucken. Und dann werde ich nach Nafplio fahren, weil ich brauche einen Ersatz für mein Handtuch. Ist ja jetzt eine Hundedecke geworden.
Und dann fahre ich zu meinem Workaway und dann werde ich mal gucken, wie es weitergeht. Mal schauen. So, ich bin jetzt in der Nähe von Nafplio an einem Strand. Also weit gefahren bin ich heute nicht. Und der Besuch in der Auffangstation, ja, es war natürlich nicht schön anzusehen, aber es war auch nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Der Pablos, der junge Mitarbeiter, der kümmert sich sehr rührend um den Hund. Der gibt ihm ein bisschen Training. Er darf bei ihm im Haus mitschlafen. Und es war auch schön zu hören, dass der Kleine sich da auch recht schnell eingewöhnt hat. Also klar, der erste Tag war er noch total verängstigt, hat nichts gegessen. Ja, aber so ab dem zweiten Tag ging das dann wieder. Also ja, auch wenn es natürlich nicht toll ist, da die ganzen Hunde zu sehen. Aber so ist es nun mal in Griechenland. So, und die geben ihr Bestes. Und die sind wirklich um das Tierwohl bemüht. Und wir sind jetzt so verblieben, dass der Hund jetzt erstmal seine Impfungen bekommt. Natürlich auch ein bisschen Training und so. Und, auch mit deutschen Worten, das finde ich auch ganz toll. Und ich werde ihn dann Anfang nächsten Jahres, ich denke mal so im Laufe des Januars, werde ich ihn einsammeln. Bis dahin mal gucken, wie wir noch den Januar und den Februar vernünftig überbrücken. Der Betreiber von dem Campingplatz, wo ich war, der sagte, ich kann jederzeit wiederkommen. Das ist ganz cool, dann hätte man da zumindest auch ein Dach über dem Kopf. Und ja, ich denke mal dann so Anfang, Mitte März geht's mit dem Hund in die Heimat. Wenn ich nochmal gucken, dass ich irgendwie einen Anhänger organisieren kann, dann fahre ich mit dem Hund nach Deutschland. So, der Winter naht. Na gut, hier jetzt noch nicht so. Aber ich habe jetzt mein erstes Winterquartier erreicht. Über Workaway habe ich eine Familie gefunden, die hier eine Farm betreibt. Und hier kann ich jetzt erstmal den Dezember überbleiben. Dann werde ich ein bisschen mithelfen, was so anfällt. Und dafür gibt es jetzt Gegenleistung, Kost und Logis. Das ist die Idee hinter Workaway. Also man kann es so ein bisschen mit Work and Travel vergleichen.
Aber man hilft halt irgendwo mit, ob das jetzt nur eine Farm ist oder ein Hostel. Als Gegenleistung bekommt man Kost und Logis. Und das wird weltweit angeboten. Da hat man den kulturellen Austausch gleich mit. Und ja, ich brauche da erstmal die 2 Tage, um mit der griechischen Mentalität so ein bisschen warm zu werden. Ja, hier in Griechenland lief irgendwie nichts so, wie ich das ursprünglich geplant habe. Ich wollte zu diesem Zeitpunkt, jetzt Anfang Dezember, eigentlich ganz woanders sein. Ich wollte eine ganz andere Route fahren. Aber die Frage ist, ob immer alles nach Plan laufen muss, vor allem auf so einer Reise. Hätte ich die eine Person nicht getroffen, wäre mit der zusammengereist, dann hätte ich die andere nicht kennengelernt, dann hätte ich meine Route nicht angepasst, dann hätte ich meinen Hund nicht gefunden, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht bei dieser Familie untergekommen. Also von daher ist alles gut. Die Dinge sind so passiert, wie sie passiert sind. Ich habe die Sachen so entschieden, wie ich sie entschieden habe. Ob das jetzt nun besser oder schlechter ist mir eigentlich vollkommen wurscht. Ich halte nichts davon, die Sachen im Nachhinein irgendwie schön zu reden, um sich besser zu fühlen oder andere zu beeindrucken. So. Und das finde ich auch das Schöne an dieser Art des Reisens. Also ich meine jetzt weniger mit dem Fahrrad, sondern allgemein, wenn man einfach viel Zeit hat und auch mal sagen kann, so, das ist ein schöner Ort, ich bleibe jetzt einfach mal 3 Tage hier oder ich fahre jetzt nur 10 Kilometer anstatt 60. Ja. Dass man einfach frei sein kann und grenzenlos sein kann.